Nachdem wir diese Nacht gut gelegen haben. Und vor allen Dingen schön ruhig haben wir hier gelegen. Also es war wirklich auch vom Wind her ganz gut geschützt. Ja, dann geht es jetzt heute Morgen weiter. Wir haben abgelegt und ich habe jetzt per Funk die Schleuse angerufen und die machen halt schon die Tore aus. Wir kriegen Rot-Grün und das Tor geht schon auf. Rot-Grün, also es geht gleich vorwärts. Ich habe heute Morgen gesehen, als wir mit der Drohne geflogen sind, dass schon einer in unsere Richtung gefahren ist, sodass die Schleuse eigentlich auch in unserer Richtung stehen müsste. Wir machen aber immer das Tor zu und das Tor geht jetzt gerade auf und wir können gleich rein. Das ist perfekt. Ruckzuck ablegen, Schleuse einfahren und das zum Glück im Trockenen. Die Seite, der Wind kommt von da. Ich glaube, hier ist nicht viel Hub. Sportlich, sportlich. Ja, man merkt schon, der Leck war relativ hoch. Wir haben gestern runtergeschleust hier rein. Ja, das ist der Schleusenwärter. Und schleusen jetzt nochmal runter auf den Amsterdam-Rhein-Kanal. Das ist bestimmt mindestens 1 Meter. Wir haben gestern bestimmt 60 cm geschleust. Hier sind wir auch schon bei mindestens 50. Also der Leck und der Rhein und so, da merkt man schon das Hochwasser. Da ist doch einiges an Wasser, was runtergeht. Und jetzt kommt von vorne gerade auch wieder ein Sportboot. Das heißt, die haben natürlich Glück, dass wir jetzt drinnen sind und die können auch gleich reinfahren. Jetzt öffnet sich das Schleusentor. Ja, schön von der Schleusenwand weg. Jetzt grün. Und es geht los. Wir verlassen die Schleuse. Oh, hier sind sogar schon 3, die warten. Und sind jetzt gleich auf dem Amsterdam-Rhein-Kanal. Da ist natürlich immer viel los. Aber ganz so schlimm wird es nicht. Unser Ziel ist heute Muiden. Wir wollen durch Weesp durch. Alle Brücken nehmen, auch die Eisenbahnbrücke, die Schleuse in Muiden und dann dort an den Steg, wo die Tankstelle ist. Und hoffen, heute ist Sonntag, dass wir da auch einen Platz kriegen. Und 3 Boote von außen, die rein wollen. Jetzt kommen wir auf den Amsterdam-Rhein-Kanal. Durch AIS weiß mein Mann immer, dass da was kommt. Da vorne kommt was, ein Berufsschiff. Aber da können wir trotzdem noch vorbei. Da geht es durch nach Richtung Utrecht. Aber wir wollen ja gar nicht dahin. Wir fahren Richtung Weesp. Auf dem Kanal ist immer sehr viel los. Hier an der Seite sind noch welche am Parken. Heute ist ja Sonntag, da fahren ja alle. Und von hinten kommt ein Berufsschiff, was uns jeden Moment überholen wird. Und auch von vorne kommt was. Also bedeutet das hier immer gegenseitige Rücksichtnahme und man muss wirklich vorsichtig sein und schön am Rand fahren. Aber der Kanal ist halt auch schön breit. Da vorne kommt noch ein Flusskreuzfahrtschiff. Ja, jetzt wird es gerade ein bisschen eng. Von vorne kommt ein Berufsschiff und ein Kreuzfahrtschiff. Und der hinter uns hat jetzt Fahrt rausgenommen. Sehe ich gerade, der fährt jetzt nur noch 14,3, also langsamer wie ich, nur dass er uns nicht überholt, während uns einer entgegenkommt. Das ist schon mal sehr gut und sehr nett vom Skipper. Da wird es hier nicht so eng. So, wir fahren jetzt gerade an dem vorbei. Der kommt uns jetzt gerade entgegen, Flusskreuzfahrtschiff, und dann schauen wir mal, ob er da Gas gibt. Man denkt, sie sind auf Kollisionskurs, aber das passt. Die wissen ganz genau, wie sie fahren müssen und er kommt uns immer näher. Ein Flusskreuzfahrtschiff. Da unten gehen gerade die Jalousien hoch und die Fenster auf. Also da ist doch breit hier. Ja, da passiert nichts. Der hätte locker vorbeifahren können, aber ja. Du siehst hier am AES, der hat Gas rausgenommen, ist also langsamer gefahren wie wir, damit er uns nicht überholt. Und jetzt gibt er wieder Gas, jetzt ist er wieder schneller wie wir. Ja, aber damit er uns nicht auch in Gefahr bringt. Genau, ja, war super. Und sind einige sportlich unterwegs. Hier an der Ecke vorne kann man ganz gemütlich chillen, wenn natürlich das Wetter mitspielt. Ne? Aber im Moment scheint heute mal die Sonne. Was ganz Außergewöhnliches.
da hinten liegt auch ein Flusskreuzfahrtschiff. Ich bin hier in der Einfahrt mal kurz vom Gast gegangen, um den vorbeizulassen, weil an der Brücke wird es noch enger. Jetzt hat er uns überholt. Captain ist etwas vom Gleis gegangen, damit er ein bisschen schneller an uns vorbei konnte. Jetzt haben wir gerade Zeit, noch ein paar Worte zum Amsterdam-Rheinkanal. Viele fahren den ja nicht gern, weil er so unruhig ist. Das liegt, wenn viel Berufsschifffahrt auf dem Kanal fährt, daran, dass die Wellen permanent an den Schwundwänden zurückgeworfen werden, wie Echo, und der sich quasi nie beruhigt. Das heißt, man fährt hier immer sehr unruhig, aber grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem. Man darf sich davor überhaupt keine Angst machen lassen. Er ist total easy. Vor allen Dingen spart der Kanal, wenn man jetzt schnell in Richtung Süden oder Norden fahren will, unglaublich viel Zeit. Weil man hat keine Brücken, man kann durchfahren, das ist total einfach. Der Kanal hat den gleichen Wasserstand wie die Vecht und auch wie der Nordseekanal von Amsterdam. Man kann also jetzt aus der Richtung, aus der wir kommen, könnten wir nachher in die Vecht einbiegen ohne Schleuse, oder wir könnten bis Amsterdam durchfahren, bis zum Beispiel zum Sixhafen ohne eine Schleuse. Das ist eigentlich von der Zeitersparnis ja super. Wir fahren allerdings in Weesp rein, weil es deutlich kürzer ist, um in unseren Heimathafen zu kommen, als wenn wir über Amsterdam fahren würden. Ja, auch wieder ein sehr schönes Schiff. So langsam beginnt die Urlaubszeit und man begegnet immer mehr kleinen Yachten. Kommt uns der Atlantik entgegen, auch ein sehr schönes Schiff. Dann kommt noch ein Trawler. Hier sind auch neue Lager entstanden, Lagerhallen von HEMA, von Ampere und von Albert Heijn. Von hier aus werden nachher alle Geschäfte beliefert. Im Prinzip 3 Wege, um auf die Vecht zu kommen. Der erste ist jetzt hier, die Brücke von Maarsen. Hier ist in der Karte mit 3,70 angegeben. Damals, als wir hier lang gefahren sind mit unserem Startboot, war ich bei 3,85. Und da habe ich ja, kräftig gezittert, dass wir da durchkommen. Wir mussten extra warten, damit keine Wellen von Berufsschiffen waren, um durch die Brücke durchzukommen. Das war spannend damals. Und es war trotzdem ganz schön schwierig, da reinzukommen. Aber mit unserer Höhe schaffen wir das natürlich jetzt nicht mehr. Guckt mal, wie niedrig das ist. Ja, es gibt noch eine 4. Einfahrt, aber die hat eine feste Brücke am Anfang. Da kommen wir nur mit einem sehr flachen Boot rein. Das ist eher nichts für uns gewesen bisher. Ja, jetzt kämpfen wir uns hier an so einem kleinen Frachter vorbei, der mit 10 fährt. Jetzt überholen wir den Berufsschiffer. Wenn man den überholt, dann sollte man eine Weile noch geradeaus fahren und nicht sofort über den Punkt reinfahren, weil in dem Moment die Maschine versagt, dann war es das. Also noch einen gewissen Sicherheitsabstand lassen, bevor man wieder einschert. Hier sind wir jetzt auf der Höhe von Breukelen. Wir könnten jetzt hier, wenn wir auf der Vecht wären, auch in die Losrechter Platen fahren. Auch ein nettes Revier. Eine gebogene Schleuse reinzufahren, viel Schleusenkino. Das Gute am AIS ist ja, ich kann mir von jedem Schiff die Daten anzeigen lassen und sehe auch, wie schnell das fährt. Und daher kann ich genau abschätzen, macht es Sinn, vor dem Meer zu fahren oder müssen wir den passieren lassen. Und in dem Fall fährt er jetzt sogar 18 und das heißt, er wird uns auf jeden Fall überholen. Wir bereiten uns darauf vor, dass er uns überholen kann. Wir fahren deshalb ganz rechts rüber. Und man sieht auch schon, wie er näher kommt. Und jetzt überholt uns wieder eine dicke Berufsschifffahrt. Man muss halt auch da besonders aufpassen. Kommt aus Hamburg. Ich gebe jetzt mal noch eine Schippe drauf, dass wir bis zu unserem Ziel nicht mehr überholt werden. 18 dürfen wir hier fahren auf dem Kanal. Hinter den Frachter ist auch noch mal eine Einfahrt, wo man nach Weesp kommt. Jetzt sind wir hier in Neidfecht. Hier könnten wir auch reinfahren, wenn wir das wollten. Die Brücke wird geklappt, die ist hoch genug. Aber das lohnt sich für uns heute nicht. Wir wollen ja Strecke machen. Und
Da schlängelt sich die Fecht nochmal bis Wees, sind auch 3 Brücken, die man nehmen muss. Ist zwar viel grün, aber wir fahren jetzt weiter und fahren direkt nach Wees rein. Und da entscheiden wir dann, ob wir in Wees bleiben oder bis Meuthen weiterfahren. Hängt auch von Frank und Claudia ab, die noch im Moment hinter uns sind und überlegen, ob sie in Juweigen bleiben oder weiterfahren nach Wees. Wenn sie weiterfahren, würden wir auch in Wees warten. Vor uns liegt die Einfahrt nach Wees. Da muss eine Brücke dann für uns geöffnet werden. Aber erst fahren wir erst mal rein. Und dann sind wir in sicherem Fahrwasser mehr. Notfall anrufen, Jürgen. Und vielleicht haben wir Glück, dass er uns sieht und direkt aufmacht. Ah, es ist schon grün-rot. Die Schranken gehen zu. Müssen wir jetzt gar nicht anrufen, gar nichts. Sie haben uns gleich erkannt. Und hier ist auch keine dolle Straße. Die Brücke geht gleich auf. Und die Brücke geht auf. Und wir können nach Wees reinfahren. So, die Schaukelei auf dem Amsterdam-Rhein-Kanal haben wir hinter uns. Und wir schauen mal, ob wir jetzt hier gleich in Wees bleiben oder ob wir noch weiterfahren. Ja, wunderbar geklappt. Gleich durch die Brücke durch. Keine Wartezeit, nichts. Perfekt. Und die Brücke geht wieder zu. Linke Hand ist hier gleich ein Hafen. Und da hinten ist dann die grüne Kante. Ja, wir können wegen mir hier bleiben, aber wir können nur weiterfahren, wie du möchtest. Hier ist eine schöne grüne Kante, aber ein Stück weiter vorne kommt auch, glaube ich, noch was. Wir können ja notfalls noch mal zurückfahren. Du lieber Gott. Hier vorne ist auch noch was frei, Jürgen, oder? Was machen wir? Wir bleiben doch in Wees. Der Jürgen dreht mal wieder. Hier ist nochmal die wunderschöne Mühle. Wir suchen da hinten einen wunderschönen Platz. Ruckzuck haben wir gedreht. So, jetzt muss ich mal die Fender tief machen. Da waren noch 2 Plätze mit Strom. Da fahren wir jetzt ran. Wir müssen gleich dann nochmal drehen. Und dann nach hinten. Ich bin wieder mutig und stehe hier jetzt schon mal auf der Leiter beim Anlegen. Ich bin vom Bord. Ja. Und festmachen. Oder die reicht nicht zurück. Und schon liegen wir erstmal fest und sicher. Und Motoren aus. Marina hat den Arm zu kurz. Kurze Arme. Einmal. So, die hält unser Heck immer hinten am Ufer und dann liegen wir gut. Aber es ist ein bisschen kurz. Nee, das ist so okay. Passt. Und schon liegen wir. Machen wir gleich noch eine Spring und dann sind wir da. Kaum angekommen, gibt es auch noch große Bäche. Da sind jetzt noch 2 Schiffe dahinter gekommen, wo wir eigentlich gedacht hatten, Frank und Claudia würden da reinpassen. Aber im Gegensatz zu anderen Häfen ist hier doch richtig viel los. Stunden später, aber direkt aus Rotterdam. Ja, so sieht man sich wieder, ne? Ja. Mhm. Und wir nicht ohne euch. Ja. Aber das reicht jetzt auch. Das war eine lange Fahrt. Wir dürfen hier Inspection. Hafenmacher ist dann offiziell erlaubt. Hallo, neuer Versuch, neues Glück. Ich schubst dich weg. Sobald du den Fuß übersetzt, schubst dich weg. Ich habe extra einen dicken Fender da dazwischen gemacht, damit der Weg möglichst weit ist. Oh, jetzt habe ich ihn. Für €1.
Da sind 2 direkt am Kasten und die anderen 4, die sind hier so an so Pfählen. Das muss man natürlich erstmal sehen, dass es hier solche Holzpfähle gibt mit Strom. Sonst denkt man, warum haben die nur 2 Stromdosen gebaut? 2 Waschbecken, eine Toilette, 2 Duschen. Dusche kostet 50 Cent. Das könnte schon mal für den morgendlichen Ansturm ziemlich knapp werden. Toilettenpapier gibt es auch keins. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ansonsten ist es hier sehr schön. Die Anlage ist ordentlich, aber knapp bemessen, wenn es hier richtig voll ist. Das ist einfach zu wenig. Vor 2 Jahren waren wir hier und da wurde die renoviert und jetzt erstrahlt sie im absolut neuen Glanz. Der Lack glänzt richtig toll. Hier an der Kade haben sie vor 2 Jahren auch gebaut, auch jetzt fertig, aber keine Liegeplätze. Man merkt, heute scheint die Sonne, es ist relativ warm. Auch hier in der Stadt, der Hafen ist voll. Kein Platz mehr, draußen ist voll, da wo Strom ist zumindest. Ansonsten findet man noch reichlich Liegeplätze. Hier ist La Base Pizza, noch gar nicht so voll. Und wir haben hier wieder mal einen guten Platz. Heute gibt es Pizza in 2 Größen. Das sind die beiden kleinen und das sind die großen. Aber das ist schon ein Riesenunterschied drin. Also, das ist schon ziemlich klein. Hier gibt es nur Pizza, aber mit Zertifikat. Es war wie immer lecker und authentisch. Und natürlich gibt es auch wieder Eis. Die Eisdiele hat bis 22 Uhr auf und dabei ist ein völliges Gedränge. Wir starten unseren Drohnenflug von der Eisenbahnbrücke an der Vecht. Wir steigen auf und haben einen tollen Blick über die Vecht in Richtung Muiden. Wir schwenken über die Stadt und blicken dann in den Kanal, der Richtung Amsterdam-Rheinkanal führt. Weiter geht dann der Schwenk über die Vecht. Man sieht die beiden Yachthäfen, wo man auch anlegen kann, wenn man von der Vecht kommt. Ja, wer mehr sehen will, der schaut sich unser anderes WES-Video an. Da gibt es auch ein Drohnenvideo von der anderen Seite.